Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Taster-Showdown. Genau, das ist der Taster-Showdown. Wir haben ja schon eine ganze Reihe euch da gezeigt. Heute haben wir gedacht, wir schauen uns mal ein bisschen die Taster von der Nähe an und heute ist es ganz leise. Also, wir gucken mal, was für euch für Taster in Frage kommen könnten. Und da gibt es verschiedene Preisklassen, da gibt es verschiedene Optiken. Und Michael, du hast die Bohrmaschine heute abgestellt. Heute ist Ruhe. Heute ist richtig Ruhe hier. Ne? Und man muss auch sagen, das Wetter ist draußen so schlecht. Und also selbst wir wollten heute nicht mehr draußen uns bewegen. Deswegen haben wir uns heute mal hier die Taster herangeholt, die wir euch empfehlen können. Ja, wo fangen wir denn einfach mal an? Wir haben es jetzt mal nach Preisklassen so ein bisschen aufgeteilt. Genau. Und Michael, da hinten ist ja der MDT Glastaster. Glastaster 2. Den mögen ja einige von euch. Ne? Das ist immer wieder eine Geschmackssache. Und schauen wir uns doch da mal ein bisschen von der Nähe an, würde ich sagen. Ja, im Endeffekt haben wir hier. Gehen wir ein bisschen näher ran. Genau, wir haben hier eigentlich eine Glasoberfläche. Echtes Glas, ne? Echtes Glas, genau. Keine mechanischen Tasten hier, sondern das sind wirklich nur kapazitive Tasten. Haben in der Mitte ein Display für die Beschriftung und haben hier noch LEDs, die den Status zurückmelden. Und unten drin versteckt, ja, man kann ihn jetzt nicht sehen, ist noch ein Temperaturfühler und ein Umgebungslichtsensor. Man muss sagen, was hier bei dem MDT wirklich sensationell ist, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. Also, was der technisch bietet, gab es bisher in der Welt von Smart Home KNX, war nicht vorstellbar. Und ich finde jetzt, also wenn man so von der Seite her guckt, man kann es ja ein bisschen für euch mal ein bisschen näher ranholen. Wenn man so von der Seite her sich das Ganze anschaut, der ist recht flach. Und hier unten sehen wir ja schon die Sensoren. Ne? Also genau, ja. Das Blaue, das sieht aus wie ein Temperatursensor für mich. Genau. Und was ist das Weiße hier? Das Weiße ist nur so ein Umgebungslichtsensor, der ist eigentlich nicht weiß. Das spiegelt jetzt nur von unserem Holz so. Das ist eigentlich so durchsichtiger. Das ist eigentlich ein Lichtsensor. Was der jetzt, wenn man sich mal genauer anguckt, was der alles kann. Was man vielleicht davor noch sagen, er ist rahmenlos, also der kann nicht in Kombination gesetzt werden, sondern durch das, dass es halt Glas ist, braucht er keinen Rahmen. Genau, und von den Funktionen kann man eigentlich alles abbilden, was man verbraucht. Schalten, dimmen, Szenen, Jalousien, Wertgeber. Das Display. Genau. Und das wäre jetzt zum Beispiel bei mir, das wäre jetzt überhaupt nicht mein Geschmack, muss ich sagen. Es hat auch Vor- und Nachteile, das Display. Also einmal, wie du schon sagst, ist eventuell optisch, gefällt es nicht so. Aber wir haben den Vorteil, im Display ist auch die Beschriftung drinnen, die kann man dynamisch gestalten. Das heißt, hier ist es auch so gemacht, dass man entweder als, sagen wir mal, Sechsfach-Taster mit 6 Tasten oder als Taster mit 3 Wippen verwenden kann. Oder man kann 3 Seiten definieren, wo man dann mit Tasten umschaltet und pro Seite sind dann quasi nur 4 Tasten oder 2 Wippen zur Verfügung. Das heißt, man kann hier ein bisschen eine Menüstruktur aufbauen, wichtige Sachen auf die Hauptseite, unwichtige Sachen nach hinten oder nach Gewerken sortieren. Hat halt den Vorteil, man kann es dynamisch gestalten. Also was man mit dem kann, man kann ja den gesamten Raum alles steuern, ne, wenn man das will. Ja. Und auf dem Display kann man dann auch selber sich Symbole festlegen, wenn es sein will. Genau, man kann Symbole, hat halt den Vorteil, man kann auch Text darstellen, klar, Meldungen, das bietet der jetzt halt. Ja, also jetzt mal nochmal die Frage, nimmt man sowas jetzt im Neubau oder bei Sanierung, wenn ich das mache, ist eine Geschmackssache, den ganzen nachteilig, was ist der Vorteil? Er hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau, ist ja im unteren Preissegment. 100 bis 150 Euro. Genau. Ne, also das müsst ihr euch wirklich überlegen, wenn ihr jetzt sagt, für mich spielt jetzt
man kann jetzt nicht sagen, dass, dass man Abstriche machen muss bei der Optik, sondern ja. Ja, gibt es auch noch in Schwarz, wenn das Weiß stören sollte. Zwei Farben. Genau, das ist Geschmackssache, ist jetzt ein Vertreter davon. Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir genannt. Genau, und dann greifen wir uns auch schon mal den zweiten. Genau. Das ist jetzt hier der Jung, ne, den wir hier haben. Das ist jetzt hier der, ja, ich glaube man sieht es, Jung F40. Hat jetzt hier, oder hier die Vierfach-Version, gibt es auch als Einfach, Zweifach, Dreifach und eben hier wie Vierfach. Hat hier jeweils eine Wippe oder eine Taste, das heißt entweder 4 Wippen oder 8 Tasten. In der Mitte hier sind noch LEDs drinnen, einmal eine Betriebs-LED in der Mitte und dann hier überall Status-LEDs. Kann dann einstellen, ob man nach oben und nach unten tippen möchte oder nach links und nach rechts. Finde ich zum Beispiel eine sehr flexible Funktion. Ja. Und ich finde den jetzt von der, ja, also auch vom Preissegment her sind wir im ähnlichen Preissegment wie ja, beim ein bisschen MDT. drüber, sage ich mal. 100 bis 150 kann man auch sagen. Ja, hier kann man die Tasten entweder unbeschriftet lassen oder es gibt die Möglichkeit, man kann die zu austauschen. lasern. Genau, ja. So, das sieht so aus. Also wäre jetzt nicht meine Wahl, dass ich die Tasten festlege schon, Genau. ne? Weil dann kann Ja, ich es man nicht mehr kann es halt in verändern. dem Fall nicht ändern, weil das ist wirklich gelasert in die Wippe rein, nichts Dynamisches, geht aber genauso. Kostet wenig, muss man immer wieder sagen. Wenn man auf die Kosten schauen muss, dann ist das, also ich finde das finde ich einen sehr guten Taster. Du hast viele Schaltfunktionen, viele Möglichkeiten. Temperaturfühler mit drinnen. Wir haben die Geschichte dimmen, schalten, Jalousie, Szene, Wertgeber, ist eigentlich auch wieder alles mit drinnen. Kann auch die LEDs zum Beispiel einzeln ansteuern, das geht aber beim MDT genauso. Also eigentlich die wichtigen Sachen sind alle vorhanden. Von der Anmutung, es gibt ja verschiedene Designs, deswegen auch der Preisbereich ganz verschieden. Ja, also mir gefällt er. Hat jetzt halt der Vorteil, hat einen Rahmen, kann man dann in Kombination setzen, gibt da auch noch ein Erweiterungsmodul dazu, also man muss nicht einen kompletten Taster kaufen, sondern steckt ein Erweiterungsmodul, hat den Vorteil, der oder auch wieder MDT, Busankoppler sind integriert, kein zusätzlichen Busankoppler. Keine zusätzlichen Kosten. Genau. Und dann kann man halt der Rahmen noch ein bisschen auswählen und ein bisschen individualisieren. Was man immer wieder sagen muss, das Ganze ist alles in einer 68 mm Standarddose. Genau, stimmt. Ja gut, das ist jetzt bei uns eher... So, das ist immer noch die untere Preisklasse, ne, wo wir jetzt sind. Bei dem anderen haben wir, glaube ich, gesagt, bei dem MDT, das ist ein Touch. Genau, das ist ein Touch und das ist wirklich ein mechanischer Taster. Gehen wir gleich zum nächsten. Der ist eigentlich relativ ähnlich. Das ist die Firma Gira. Genau, der Gira. Genau. Das war Jung, haben wir gesagt. Das ist der Junge 40, genau. Gira Touch Sensor 3. Der heißt deshalb Touch Sensor 3, weil es wirklich die Version 3 ist. Genau. Fast schon seit 20 Jahren jetzt. Ja. Ne? Hier in der Vierfach-Version. Eine große und dann 3 kleine Wippen. Kann man auch wieder als Tasten oder als Wippen bedienen. Qualitativ, der Klick ist hier besser als bei Jung. Genau, nicht so schwammig, präziser. Und klingt das auch nicht so, genau, wollte ich jetzt gerade sagen, nicht so aufdringlich. Es klingt irgendwie auch zuverlässig. Also dieses Klicken muss man schon, ich meine, man klickt ja die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich, ne, wenn man den Taster hat. Genau. Hat jetzt hier die Status-LEDs innen drinnen, jeweils pro Wippe 2. Kann auch schalten, dimmen, Szene, Jalousie, Raumtemperatur misst er auch mit, hat auch je nach Version, es gibt ihn ja als Standard, als Komfort und als Plus. Plus wäre der mit dem Raumregler mit Display, gibt es beim Jung auch passend dazu. Hat er eben farbige LEDs in der Komfortvariante und den Temperaturfühler. Das ist jetzt hier die. Genau, wobei der Preisunterschied nicht ganz so gravierend ist. Also wir verwenden eigentlich meistens den Komfort. Liegt eigentlich auch so in dem Preissegment wie der Jung, ein bisschen so über 150 €, kommt aber auch wieder sehr stark auf den Rahmen drauf an und auf die Art von der Beschriftung. Was man dazu noch zeigen kann ist,
Obwohl wir jetzt hier die doppelte Höhe haben, Genau, eine Dose. reicht uns eine 68er Dose. Genau. Genau. Jetzt Jetzt dann allerdings ein spezieller Rahmen und den kann man so als zweifach, kann man auch nicht in Kombination noch mit einer Steckdose setzen. ja, ist eine Müsste man Möglichkeit. dann halt mit einzelnen Touchsensoren lösen. Also hier den gibt es als einzelnes Gerät und den gibt es als einzelnes Gerät. Dann können wir auch wieder in Kombination arbeiten. Wobei das eher mal so eine Geschichte ist, ob man wirklich so viele Bedienstellen braucht. Nein, das wollen wir nicht. Genau. Ja, will man sowas, das ist eine Geschmackssache. Man kann das natürlich, wir sind ja ganz flexibel, das kann man im Neubau oder auch bei Nachrüstung, Sanierung, kann man das gut platzieren. Ich finde ein bisschen, meine persönliche Meinung, jetzt diese kleinen Status-LEDs, ist ein bisschen oldschool. Also mein persönlicher Geschmack wäre das so. Ist wie immer Geschmackssache. So, jetzt greifen wir mal hier jetzt gehen wir in die Designrichtung, ne, muss man wirklich sagen. Genau, Ja, das ist der Berker BIQ. genau. Hier in Wow, Edelstahl. Du schmunzelst wieder. Ja, dein Liebling. Ne, ja, also man muss auch sagen, jetzt hier wieder mal, also wirklich massive, Ja, genau. vielleicht Das muss man das ist mal hier zeigen. Die Ausführung in Edelstahl, das sind wirklich die Wippen massiv aus Edelstahl. Also- Der hat auch ganz schön ins Gewicht, wenn man hebt. Also Ja, er fällt fast raus vor Ja. lauter Gewicht. Genau. Die Arme werden immer länger. der hat jetzt in dem Fall Zweifachtaster, das heißt 2 Wippen, kann man aber als 2 Taschen programmieren. Und hör dir mal den Klick an schon. Ja, und vor allem der Druckpunkt ist auch besser. Und das, obwohl das ja alles, diese Edelstahlplatten von, die hängen ja an Kunststoff dran. Ja, genau. Und Der hat auch wieder so einen leichten Schattenkante und ja, ist echt ganz schick. was ich schön finde bei dem BIQ ist, dass hier die Status-LEDs sind hier an der Seite und der BIQ ist ja recht flach, ne, wenn man von der Seite so guckt, dass die Status-LEDs weiß so leuchten Ja. und wenn man so sage ich mal, im Sichtbetonbereich ist, dann strahlt das so an der Seite so ab, dass wir die schon, das müsste so ein bisschen, dir müsste das doch gefallen, ne? Das ist schon schick. Das wäre Highlight, ja. Und Genau. in der Mitte hat er noch blaue Status-LED. Das schaut eigentlich auch ziemlich schick aus, muss man sagen. Kann eigentlich auch wieder schalten, Dimmen, Jalousie. Szenen, Wertgeber kann er auch. Temperaturfühler hat jetzt der keinen drinnen. Gibt es aber mit. Den gibt es oben mit Display und mit Fühler. Ist einfach der Thematik geschuldet, dass der halt schon sehr lange auf dem Markt ist. Genau. Also tolles Teil, Auch rahmenlos. auch rahmenlos, Genau. Design und ist man schon so bei 300 Euro. Ist man Ja, da 300 Euro. schnell angekommen. 350 Euro plus, sage ich mal. Edelstahl ist natürlich ein bisschen teurer. Gibt es in Kunststoff, gibt es in Glas, gibt es in Alu. Das staffelt sich dann halt auch. Wenn man aber 20 Jahre oder 30 Jahre das jetzt in seinem Raum Ja hat. klar, es kann ja eigentlich an der Oberfläche, was soll groß passieren? Kratzen wird man nicht mit irgendwas Massivem. Ist gut zum Reinigen, das Metall. Aber es geht ja noch teurer, wie wir wissen. Ja, muss nicht unbedingt teurer sein. Also wenn ich den BIQ in der Spitzenausstattung nehme, dann kommen wir da auch hin. So, jetzt sind wir hier ich halte mich mal ein bisschen zurück, ne? Sondern man kann sagen Mercedes oder Bentley unter den Tastern. Ja, Was fällt uns hier erstmal auf, Michael? Wir haben hier keinen Klick. der ist auch wieder nicht mechanisch, sondern kapazitiv. Das heißt also Touch. Ne? Genau. Was ist die Besonderheit hier auch noch? Wir Ist auch haben wieder echtes Metall. einen Multitouch auch noch. Gibt es zweifach als vierfach. Und man hat noch Multitouch, Szenensequencer. Und er liegt eigentlich sehr flach auf. Am flachsten von allen. Genau. Hat in der Mitte eine Beleuchtung. Ja, was heißt Beleuchtung? Eine Status-LED. Gibt dann auch Feedback. Kurzer Taschendruck, langer Taschendruck oder eben Szenensequencer. Kann schalten, dimmen, Szenen, Temperaturfühler ist integriert. Ist auch wieder Echtmetalloberfläche. Von dem her sehr robust. Und in dem Fall ist es sogar so, der Temperaturfühler sitzt direkt am Metall. Von dem her ist er nicht ganz so versteckt hinten drinnen, sondern hat einen relativ guten Kontakt zur Raumtemperatur.
Also was mir hier auffällt, ist immer wieder, wie exakt hier das gefräst ist. Also die Verarbeitung ist mindestens so gut wie beim BIQ, vielleicht noch besser, wenn man das so wirklich in Nuancen sehen kann. Die Oberflächen, also die Anmutung, man sieht einfach mal, ist hier in der Designwelt. Ja, genau. Und es macht Spaß. Ja. Es macht wirklich Spaß mit dem. Und auch von der Bedienung ist es halt eher ein Bedienkonzept, eben mit 2 Wippen oder mit 4. Das ist quasi wie beim Jung, ist in der Mitte ein Plus, 4 geteilt. Oder wir haben noch diese Funktion. Genau, auch. oder halt die Multitouch, wenn man mindestens 2 Wippen betätigt, kann man auch noch den Raum zum Beispiel ein- und ausschalten. Szene und hat dann nochmal zusätzlich 2 Tasten. Genau. Ja, jetzt ist die Frage, wir sind jetzt preislich, sind wir hier dann schon, steht eine 4 vorne, ne? Ja, Bei dem noch ein bisschen mehr. das kommt drauf an. Den gibt es jetzt in unterschiedlichen Oberflächen. Gibt eigentlich 3 Designserien. Designserien in Anführungszeichen. Gibt den, also in Metall gibt es und dann gibt es in Leder oder Glas. Wir haben jetzt hier die Metallgeschichte. Das sind einmal Alu, dann sind es Echtmetalle und dann sind es Echtmetalle handveredelt mit so einer Gravur. Fer Fauché nennt sich das Ganze. Da kann man dann natürlich schon ein bisschen Geld anlegen. Ist immer die Frage, genau, für welchen Raum. Also muss es sein? Also im halt, Keller bestimmt nicht. Genau, es ist halt Designgeschichte, einfache Bedienung, wenige Bedienelemente. Also was wir hier überall schon gesehen haben, deswegen habe ich es vorhin noch angesprochen, die Zeit, dass man da 3, 4, 5 Taster setzt, die ist eigentlich schon lang vorbei. Und hier guckt man wirklich auf ästhetische Form, die Bedienung vernünftig zum Handeln, ohne dass man da alle Funktionen drauf hat. Ich kann alle Funktionen umsetzen, aber ich lege sie nicht mehr hier drauf. Das ist ja, die Idee. man könnte sie sogar drauflegen durch die Programmierung mit dem Szenensequencer und so weiter und mit dem Raumtoggle oder Room-Toggle kann man da sehr viele Funktionen haben. Aber es muss halt bedienbar sein und da ist eher noch viel wichtiger das Bedienkonzept dahinter. So, das war der Basalte, der Genau. Sentido. Sentido. Der teuerste Vertreter in diesem Umfeld. Warum sagen wir das eigentlich mit den Preisen immer? Weil bei euch war so oft immer schon wieder die Anfrage, ja, es nennt doch Preise. Also wir haben uns immer total dagegen eigentlich verwehrt. Wir haben gesagt, wir nennen keine Preise, jetzt haben wir sie mal genannt, damit ihr es auch einordnen könnt. Und aus unserer Sicht, das, was momentan am Markt, unter den am Markt verfügbaren Tastsensoren, Tastern für Neubau, das, was man eigentlich Das ist jetzt eigentlich mal eine gute Auswahl, ja, genau. was man auch sieht, das Design irgendwie ist, der Designanspruch steigt, der ist jetzt beim MDT nicht niedrig. Nee, genau. Es ist auch von den Materialien gut, dass der MDT mit Glas ist, ein wenig eine Ausnahme, aber hier starten wir eigentlich Kunststoff. Hier kriegt man halt genauso wie bei anderen, kriegt man halt dann einen Glasrahmen zum Beispiel oder einen Echtmetallrahmen. Da kann es aber dann auch sein, dass so ein Rahmen einmal 50 bis 100 Euro kostet, je nachdem, was so mit Material ist. Es gibt da Echtholzrahmen und bei denen ist es halt so, die haben schon gar keinen Rahmen mehr. Das heißt, man muss eigentlich hier, wenn man genau ist, der Rahmen dazu rechnen und hat halt von Haus aus schon eine ganz andere Qualität. So, jetzt vielleicht nochmal zusammengefasst, was die Taster anbelangt. Da sieht es einfach so aus. Design kostet Geld, Anmutung kostet Geld und vor allen Dingen auch die Materialien kosten Geld. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, jetzt der günstigste ist prinzipiell immer der beste, bloß weil die Technik hinten dran ziemlich gut ist, sondern das ist auch eine Frage des Anspruchs. Ja, einmal des Anspruchs und auch wirklich der Funktionen, wenn man die nutzt. Wenn man jetzt irgendwo in einem Nebenraum keinen Präsenz- oder Bewegungsmelder will und nur Licht einschaltet, keine Temperatur braucht, ist es die Frage, ob es der Sentido sein muss. Ja, nicht nur der Sentido, auch der Berker oder der Gira. Es gibt ja auch einfachere Möglichkeiten. Aber da muss man halt immer individuell gucken, was ist in dem Fall das Richtige. Warum betonen wir das so? Weil von euch gibt es immer Leute, die dann sagen dann, man kann doch überall nur den gleichen einsetzen und ja, das ist, ich denke mir, es ist alles Geschmackssache. Ja, es gibt auch Leute, die wollen nicht
überall das Gleiche haben oder das Genau. Gleiche haben wie der Nachbar. Also wie mit den Autos oder mit sonstigen Geschichten, immer Geschmacksfrage. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf einen Daumen, auf Kommentare. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann jetzt könnt ihr uns gleich abonnieren, weil es geht dann nämlich gleich weiter. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.